Hat es sich gelohnt, in einer Multi-Akteurs-Partnerschaft mitzumachen? Und haben Sie Beispiele dafür, um das zu untermalen? Ja, das hat sich gelohnt. Der Mehrwert, den, glaube ich, jeder Akteur aus einer Multi-Akteurspartnerschaft zieht, ist die Schnittmenge von gemeinsamen Interessen, die es sinnvoller macht, auch gemeinsam anzugehen als jeder für sich. Jeder für sich macht sowieso seine Politik, seine Interessen. Alle Akteure, die zum Beispiel in EITI am Tisch sitzen, sind in der Lage, ihre Interessen zu vertreten. Gemeinsam, in dem Fall ist es das Thema Transparenz, gibt es die Schnittmenge, dass man dieses Thema gemeinsam weiter voranbringt, als jeder für sich es kann. Was muss eine Organisation selbst mitbringen, um in einer Multi-Akteurs-Partnerschaft tätig zu werden? Die Bereitschaft, sich auf das Gemeinsame zu fokussieren, eben auf die Schnittmenge des gemeinsamen Interesses. Bei EITI heißt das Transparenz über Zahlungsströme. Jeder, der am Tisch sitzt, hat noch viele andere Interessen und vieles andere zu sagen, aber das gehört nicht in diesen Zahlungsbericht. Andererseits ist das der Grund, warum wir uns in der Zivilgesellschaft einig sind, dass der Kontextbericht wichtig ist. Um diesen ganz schmalen Blick nur auf Zahlungsströme ein wenig auszuweiten, zum Beispiel auch erneuerbare Energien in Deutschland zu erklären. Aber der Grat ist schmal und ich muss die Bereitschaft mitbringen, mich auf die gemeinsame Schnittmenge zu fokussieren. Wenn sich eine andere Organisation für die Zusammenarbeit in einer Multi-Akteurs-Partnerschaft interessiert, was würden Sie dieser mit auf den Weg geben? Sich im Klaren darüber zu sein, wo die eigenen Interessen dadurch, dass man mit anderen Akteuren zusammenarbeitet, befördert werden. Für uns ist das in den Gewerkschaften traditionell die Multi-Akteurs-Partnerschaft, Sozialpartnerschaft oder auf europäischer Ebene sozialer Dialog. Sozialpartnerschaft ist kein Ziel an sich, sondern ein Instrument, um ein Ziel zu erreichen. Das Gleiche gilt für jede Multi-Akteurs-Partnerschaft. Bei EITI ist das gemeinsame Ziel Transparenz.